Für mich hat alles irgendwie angefangen mit dem ersten Video, was ich jemals veröffentlicht habe. Und das war am 42.04.2010. Ich habe damals meine erste Kamera geschenkt bekommen von meinen Eltern, ohne dass ich wirklich wusste, was ich damit anfangen sollte. Ich wusste nur, dass ich unglaublich gerne Sport gemacht habe zu der Zeit, vor allem Downhill-Fahren, und dass mir die Kamera die Möglichkeit gibt, diesen Sport zu dokumentieren. Und wenn ich das Video logisch jetzt anschaue, dann denke ich mir, das war unglaublich peinlich. Ich wusste nicht mal, wie ich schneiden sollte. Deswegen gibt es in dem Video auch keinen einzigen Cut. Es ist 8 Minuten lang. Ich habe Musik gestohlen, ohne die Rechte dafür zu besitzen. Ich habe billige Texte übers Video gelegt, um das Ganze interessanter zu machen. Es sind Rechtschreibfehler im Video drin. Und ich wusste zwar nicht genau warum, aber das Ganze hat mir einfach unglaublich Spaß gemacht. Und von da an ging es eigentlich schon ziemlich schnell. Ich habe alle möglichen Arten von Sportvideos gemacht. Ich habe angefangen, Vorträge für die Schule zu verfilmen. Ich habe die Kamera mit in den Urlaub genommen und jeden einzelnen Urlaub von vorne bis hinten durchgefilmt. Ich habe angefangen, mit Effekten rumzuspielen und die billigsten Sachen auszuprobieren. Ich habe angefangen, die ersten Parodien zu machen über Sachen, die ich dachte, die damals lustig sind. Und bis zum Ende des Jahres hatte ich 41 Videos auf meinem YouTube-Kanal. Ein wichtiger Meilenstein für mich war zu Weihnachten dieses Jahres, dass ich eine neue Kamera bekommen habe von meinen Eltern. Es war zwar nur ein kleiner Camcorder, aber ich war damit imstande, mein erstes Event zu filmen. Also von dem Event hatte mich niemand gefragt, aber ich habe es einfach ungefragt gefilmt und dann mein kleines privates Video daraus geschnitten. Und mit der Kamera ging es dann richtig los. Von 2011 bis 2012 habe ich 49 Videos auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Ich habe angefangen, Kurzfilme zu machen und Kurzfilme zu schreiben. Ich habe in meiner Schule angefangen, alle möglichen Projekte intern zu verfilmen. Ich habe in der Schule keine Vorträge mehr gemacht, sondern ich habe versucht, alle meine Vorträge zu verfilmen und habe dafür eben Interviews gemacht in der Stadt, wo ich wildfremde Leute nach Atomen befragt hatte. Sind Atome etwas Schlechtes an sich? Ich denke, ja. Logisch durfte die Kamera auch in Schulferien nicht fehlen. Ich habe mich zur damaligen Zeit immer schon für Philosophie und für solche Fragen interessiert und war unglaublich stolz darauf, meinen ersten kleinen philosophischen Film mit meinen Freunden zu veröffentlichen. Und logischerweise darf man nicht vergessen, dass 2011 das Jahr der Fotoshootings für mich war. Gefühlt hatte ich mindestens ein Fotoshooting pro Tag mit hübschen Mädchen aus meiner Umgebung, die ich auf Facebook angeschrieben hatte. Das Ganze mag jetzt ziemlich creepy klingen, aber aus der damaligen ultranaiven Sicht war mir gar nicht klar gewesen, wie komisch das Ganze vielleicht scheinen mag. Und dann war logisch der nächste Meilenstein da. Mein erster wirklich bezahlter Job. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich gedacht habe, das wird der große Durchbruch. Diesem Projekt kann ich mich unglaublich verwirklichen. Und es war eine grandiose Herausforderung, ein Video zu machen für den Algunder Wahlweg. Für einen Außenstehenden mag das unglaublich uninteressant klingen, doch für mich war das einfach das Coolste, was mir je passieren konnte. Und von da an wäre ich wirklich auf den Geschmack gekommen. Anfang des Jahres kam dann auch der Moment, wo ich zum ersten Mal mit einem anderen Filmemacher zusammengearbeitet habe. Das war für mich persönlich ein ziemlich krasser Meilenstein, weil ich einfach so ein krasser Fan von Nils Dorigoni war. Und logisch, inspiriert durch das, was Nils gemacht hat, hatte ich mich auch angefangen, mit Skatern auseinanderzusetzen und Skater-Videos zu machen. Meine Videos waren weit davon entfernt, wirklich gut zu sein, doch langsam hat es sich rumgesprochen, dass ich mich mit Filmen beschäftige. Daher war ich schon ziemlich stolz, als ich mein erstes Video in einer lokalen Disco filmen durfte. Überall reingehen zu dürfen, die hübschesten Mädchen mitten in der Pubertät zu filmen und einfach nur der Typ mit der Cam zu sein. Ich hatte da so einen Typen getroffen auf Facebook, der die gleichen Sachen machte wie ich. Und kurzerhand, so naiv wie ich damals war, habe ich den Typ einfach angeschrieben und gefragt, ob er nicht mit mir zusammen arbeiten möchte. Zu der Zeit hatte ich einen ziemlich verrückten Job am Start, bei dem ich die Geburtstagsfeier von Peter Linger filmen sollte. Geburtstagsfeierfilm klingt ja nicht so toll, aber was war das für eine Fete? Und als Meli dann einen super coolen Edit gezaubert hatte, war uns beiden klar, dass wir nur noch zusammenarbeiten wollten. Des Weiteren war die Fete für uns so unglaublich wichtig, da wir einen Haufen Leute getroffen hatten, die alle Filme brauchten. Der eine wollte seine Firma filmen, der andere hatte eine Hochzeit in Planung und der andere hat eine Werbeagentur. Das war sozusagen der Startschuss für konstante Aufträge. Dann ging es weiter mit einem wichtigen Meilenstein, und zwar Love Electro. Love Electro war damals die coolste Fete, die man sich als Jugendlicher vorstellen konnte. Und logisch, die coolsten Feten hatten die coolsten Videos. Und als sie uns damals fragten, ob wir nicht zusammen das Aftermovie gestalten wollten, waren wir einfach komplett hin und weg von der Idee. Doch logisch kann man so eine Fete nicht nur zu zweit filmen, da braucht man 3 Leute. Und das war das erste Mal, als Nils, Meli und ich wirklich zusammengearbeitet haben. Und das war auch der Startschuss für unsere gemeinsame Brand, die wir Kiwitree nannten. Und wie es in Südtirol schnell geht, der eine kannte den nächsten, hatten wir einen DJ kennengelernt, der jede Sommersaison in Mallorca auflegte. Als er uns dann fragte, ob wir nicht eine Sommersaison in Mallorca filmen wollten, war das für mich der Höhepunkt der Gefühle. Wow, was war das für eine Zeit? Jeden Abend filmen, die krassesten Events, die größten DJs, die motiviertesten Leute. Ich war so im Modus wie noch nie.
Für mich war spätestens zu diesem Zeitpunkt klar, dass ich mich hier vollkommen widmen würde und das Filmen meine Welt wird. Ah ja, hatte ich schon erwähnt, dass ich zu dem Zeitpunkt meine Schule geschmissen hatte, weil dafür war logisch gar keine Zeit mehr. Da ich in der Schule wenig Verständnis gefunden hatte für meine Arbeit, gab es für mich eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als das Ganze zur Ruhe zu legen und erst 2 Jahre später auf einer Abendschule nachzuholen. Leider war 2014 auch der Punkt, wo ich das erste Mal eine Art Burnout gespürt hatte. Es sollte dieser grandiose Film werden, der endlich alles zeigen sollte, was man kann. Das war der erste Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich mich komplett überfordert hatte und dass ich wieder eine Nummer zurückschrauben musste. Doch irgendwie hatte ich das schnell wieder verdrängt und es ging immer weiter. Neues Büro, neue Jobs und schließlich sogar sollten wir Electric Love, ein riesiges EDM-Festival, zusammen shooten. Das war mit der grandioseste Moment, den wir bisher erlebt hatten. Es schien so, als würde uns alles in die Hände spielen. Doch irgendwie habe ich langsam 2015 bemerkt, dass ich immer weiter Filme machte, rein aus Gewohnheit. Ich hatte ganz vergessen, warum ich Filme machte und was mir daran Spaß machte. Und mir wurde zum ersten Mal bewusst, dass ich seit 2013 eigentlich kein wirklich freies, eigenes Video mehr gemacht hatte. Es ging rein um Jobs. Doch irgendwie hatte ich das Gefühl, dass meine Passion ein bisschen auf der Strecke geblieben war. Auch spürte ich, dass es irgendwie Zeit war für eine Veränderung. Und deswegen war ich super froh, als sich eine Möglichkeit in Berlin aufgetan hatte, durch meinen Freund Alex. Es war für mich das erste Mal in einer großen Stadt. Ich war auf einmal nicht mehr der einzige Filmemacher in meiner Umgebung. Hier merkte ich zum ersten Mal wieder, wie klein ich eigentlich war und wie viele Dinge ich noch zu lernen hatte über Licht, Komposition und Arbeitsmoral. Und irgendwie hatte sich aus heiterem Himmel eine Hochzeit in New York City ergeben. Das war für uns alle logisch was ganz Neues und die Motivation war wieder erfrischt. Also packte ich meine Koffer mit Meli, flog nach New York und filmte die Hochzeit von Jenna und Jonathan. Es hatte sich glücklicherweise noch eine zweite Hochzeit Ende des Monats ergeben, was zur Folge hatte, dass wir einen ganzen Monat in New York verbrachten. Mir ist zum ersten Mal aufgefallen, dass dieses ganze Filmemacher-Ding einfach viel mehr war als nur deine Arbeit, sondern dass sich so viele Möglichkeiten für dich auftun und sich ein ganzer Lifestyle ergibt. Ich fand das unglaublich cool. Wir wurden immer und immer besser und immer professioneller. Und Mitte des Jahres 2017 konnten wir wirklich den ersten Werbespot machen, wo wir das Gefühl hatten, wow, das ist unser Style. Endlich hatten wir was in der Hand, um zu beweisen, was wir konnten. Anstatt immer nur Filme von Easy Does It oder Peeprographer vorzuzeigen. Doch irgendwie hatten wir gemerkt, dass etwas anders war. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir einfach immer nur versucht, uns zu beweisen, wie viel wir konnten. Doch das war einfach irgendwann nicht mehr genug, um das Team zusammenzuhalten. In gewissem Maße hatten wir es uns jetzt bewiesen, was wir konnten, und die Energie war ein bisschen flöten gegangen. Das war auch das Jahr, wo Meli seine Koffer packte, um nach München zu ziehen, um dort eine Karriere bei GoPro zu beginnen. Das war irgendwie immer schon sein Traum gewesen und niemand konnte es ihm verübeln, diesen Traum nachzugehen. An seiner Stelle kamen 2 andere Leute in unser Team. Das waren Lukas und Jonas. Beides sehr junge und talentierte Filmemacher, die wieder neue Energie ins Boot brachten. Und das war nicht die einzige Person, die nun in mein Leben trat. Denn da war auch Steffi, diese super süße Filmemacherin, in die ich mich komplett verschoss. Zusammen mit ihr fand ich wieder zurück ein bisschen in diese Passion des Filmemachens. In diesem Jahr hatte ich mir auch durch Musikvideos mit Tracy Merano und Max Tischk einen Namen im Musikvideo-Business gemacht. Das war auch wirklich das erste Mal, dass ich wieder das Gefühl hatte, dass ich meine Vision und meine Werte in einem Musikvideo verwirklichen kann. Denn zur damaligen Zeit dokumentierte ich meistens irgendwelche Firmen, bei denen ich nicht wirklich meine eigenen Ideen verwirklichen konnte. Aber dazu später mehr. Es folgte eine sehr intensive Filmphase. Philipp von Freiwild war auf uns aufmerksam geworden und wir begannen für sie Musikvideos zu machen. Die Projekte übertrafen organisatorisch wie visionär alles, was wir bisher realisiert hatten. Wir waren wie im Rausch und konnten uns komplett austoben. Wir tanzten zu dieser Zeit immer weit über dem Limit unserer bisherigen Komfortzone und schöpften viel Selbstvertrauen und neues Wissen daraus. Im Anschluss ergab sich die komplette Deutschland-Tournee mit Freiwild im Bus filmtechnisch zu begleiten. Jeden Tag in einer neuen Stadt und eine neue Halle, voll mit zigtausenden Menschen. Am Ende der Tour war ich einfach komplett erschöpft, da diese Art von Filmemachen mich komplett auslaugte. Ich konnte diese ganze Gewohnheit erst wieder durch 2 Projekte brechen, die mir wirklich am Herzen lagen. Und zwar einmal durch ein Urlaubsvideo, was ich mit meinen Buddies gemacht hatte, wo wir mit dem Boot an die Adria gefahren sind, wo ich wiederum merkte, warum ich überhaupt das Filmen begonnen hatte. Für mich ging es immer darum, interessante, coole Sachen zu dokumentieren und damit andere Leute zu inspirieren. Ein anderes wichtiges Projekt für mich war mein Langeweile-Essay, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, dass ich durch meine Ideen wirklich Leute inspirieren konnte. Da war ich unglaublich stolz drauf. Ende 2019 sah also ziemlich gut aus für mich. Ich hatte das Gefühl, dass ich wieder wusste, warum ich meine Filme mache. 2019 sollte mein Jahr werden. Mit dem Werbespot für Imperial Life hatten Steffi und ich das Gefühl, einen neuen Meilenstein gesetzt zu haben. Das war das bisher größte Projekt, was mir bisher am meisten Spaß gemacht hat. Es hat mir einfach wieder mal bewiesen, dass es ultra wichtig ist, das richtige Team hinter sich zu haben, mit dem der Shoot wie ein Abenteuer und ein Erlebnis wird.
Und so soll es also weitergehen. Ich hatte da diese ganzen Drehbücher geschrieben, alles freie Ideen, neue Kurzfilme und mögliche Werbespots, die ich jetzt versuchen wollte, an meine Kunden zu verkaufen. Doch logisch kommen die Sachen immer anders, als man denkt. Das war für mich wahrscheinlich die wildeste Periode in meinem Leben. Aufgrund von diesem Darmbakterium Helicobacter hatte ich auf einmal begonnen, Panikattacken zu bekommen aus dem Nichts. Ich war bis zu dem Zeitpunkt eigentlich unglaublich naiv positiv gewesen und hatte wenig Erfahrung mit Negativität gemacht. Doch wow, dieses Jahr hat mir alles gegeben. Und als ich das Magenbakterium anfing mit Antibiotika zu behandeln, wurde alles nur noch viel, viel schlimmer. Das Antibiotika hatte irgendwie meine komplette Darmflora gekillt, schmiss mich ohne Vorwarnung in eine Depression. Denn wie ich später erst lernen sollte, war deine Darmflora maßgeblich dafür zuständig, deine Gefühle zu regeln. Das war also ein kompletter Rollercoaster von Gefühlen, die ich bis dato nie kannte. Das war das Jahr, in dem ich fast keine Filme mehr machte. Ohne Energie, ohne Motivation und mit konstanten Angstgefühlen habe ich dieses Jahr verbracht. Meine Gefühle waren unglaublich verwirrt und ich hatte angefangen zu glauben, dass Filmemachen einfach nicht mehr mein Ding ist. Zu der Zeit habe ich mich einfach stark gefunden im handwerklichen Bauen. Dazu gehörte auch der Umbau von einem Camper, der für mich eine super Ablenkung war. Da ich vollkommen losgelassen hatte vom Filmen, fiel ich wieder in die alte Gewohnheit zurück, Sachen zu dokumentieren, die mir Freude bereiten. Und so stolperte ich ganz ohne Vorwarnung in meine erste kleine Miniserie, den Camperumbau. Schritt für Schritt wurden meine Beschwerden besser, bis ich merkte, es war Zeit für einen Neustart. Ich packte das Bike ins Auto und fuhr einfach los Richtung Innsbruck. Ich wollte dieses Segment meines Lebens abschließen und in mein neues Leben starten. Das war auch die Zeit, wo ich mich das erste Mal mit dem Thema Klimawandel auseinandersetzte. Ich hatte irgendwie das Gefühl, in das Thema reingeschämt zu werden und dass es irgendwie an mir und meiner Generation lag, das Problem zu lösen. Ich fing mich also an, das Thema einzulesen. Durch das Lesen entdeckte ich meine Neugierde zurück. Ich bemerkte auf einmal, dass die Welt viel mehr war als nur Filme machen. Ich begann zu merken, dass der Klimawandel einfach ein unglaublich komplexes Thema aus Politik, Einzelinteresse, Philosophie und Wissenschaft ist. Und deshalb machte ich es mir zur Aufgabe, irgendwo meinen Bereich zu finden. Und zig Bücher und Vorträge später war es dann soweit. Ich wollte mich mit dem Thema Superfood auseinandersetzen. Dies gab mir neuen Aufwind, da ich einfach wieder Spaß fand am Experimentieren und zusammen mit meinen Freunden basteln konnte. Diese Auszeit hat mir einfach sehr geholfen, mich einer ganz neuen Welt zu widmen und mich ganz neu zu inspirieren. Ich hatte das Gefühl, dieses Jahr sollte mein Jahr werden. Aber wie jeder, der das gedacht hat, hat falsch gedacht. Denn es war das Jahr 2020. Alle unsere Ziele, Visionen und Ideen wurden alle auf Eis gelegt. Alle Shoots wurden abgesagt, alle Treffen wurden verboten und wir begaben uns komplett in den Lockdown. Und das war wieder ein weiterer wichtiger Meilenstein für meine Entwicklung. Also der optimale Zeitpunkt für eine philosophische Krise. Mir war schlagartig aufgefallen, dass viele philosophische Fragen, die ich mir als Kind gestellt habe, nie beantwortet worden sind und dass es jetzt der Zeitpunkt war, diese für mich zu beantworten. Was ist der Sinn des Lebens? Warum soll ich mich anstrengen? Was ist überhaupt gut? Wie kann ich der Vergänglichkeit entkommen? All diese Fragen kamen mir vor, als würden sie mich jetzt überfahren. Doch Schritt für Schritt stellte ich mich jeder einzelnen Frage. Und ganz nebenbei fing ich an, ein geregeltes Leben zu führen. Mein Schlafrhythmus stabilisierte sich, ich aß jeden Tag zur gleichen Zeit, ich begann meine Gesundheit ernst zu nehmen und konstant zu trainieren. So langsam hatte ich das Gefühl, dass meine philosophischen Fragen sich zu beantworten begannen. Ich hatte das Gefühl, dass ich das erste Mal seit 10 Jahren wirklich mein Leben unter Kontrolle bekommen hatte. Und ganz nebenbei meine Neugierde und Lebensfreude zurückgefunden hatte. Okay, das war sozusagen meine Geschichte, wie ich die letzten 10 Jahre meines Lebens verbracht habe. Es gab viele Up and Downs, viele verzweifelte Momente, viele Momente, wo ich nicht wusste, was es für mich bedeutet und so weiter. Aber eben genau dieses Video hilft mir auch ein bisschen einen klaren Rückblick zu finden und ein bisschen Zusammenhänge besser zu verstehen. Und deswegen würde ich gerne heute mit euch einige von den Lektionen lernen, die ich in den letzten 10 Jahren lernen durfte. Vielleicht könnt ihr was mitnehmen. Ich will es euch auf keinen Fall aufbinden. Ihr müsst nicht den gleichen Weg gehen wie ich. Und vielleicht hilft euch ja meine Geschichte, ein bisschen euch und eure Passion besser zu verstehen. Dieses ganze Bild von diesem hochgehaltenen Genie oder der Profi, der von Anbeginn der Zeit an weiß, für was er geschaffen ist und er hat diesen klaren Weg vor sich, ist für mich aus gesehen ein kleiner Mythos und ein Mythos, der vielleicht sogar schädlich ist für Leute, die sich gerne mit ihrer Passion auseinandersetzen wollen. Weil ich glaube, dass ein Künstler nicht geboren wird, sondern er wird gemacht. Gemacht durch seine Erfahrungen, durch seine Fehler. Und wie weit ein Künstler schließlich kommt, das liegt wahrscheinlich am meisten daran, wie schnell er Fehler macht und wie schnell er aus den Fehlern lernen kann. Wie ihr in meiner Geschichte ein bisschen sehen könnt, die ersten 2 Jahre waren für mich einfach nur reines Schaffen, alles versuchen. Ich habe gemacht, ohne lange nachzudenken, einfach alles versucht, was mich interessiert hat.
alle Dinge versucht, die ich noch nicht kannte. Ich bin da keinem Traum gefolgt, jemals Filmemacher zu werden oder mein eigener Chef zu werden oder sowas. Das sind alles Dinge, die mir komplett fremd waren zu der Zeit. Deswegen kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, nicht zu langfristig zu denken, nicht die großen Träume im Kopf zu haben, die unbedingt realisiert werden müssen, weil Träume sind sehr anpassungsfähig. Träume sollten deshalb nicht so ernst genommen werden, weil wir uns zu der Zeit, wo wir die Träume erschaffen, einfach noch nicht genug selbst kennen und auch gar nicht wissen, was für uns denn wirklich ein guter Traum ist. Also ich für meinen Teil bin glücklich, dass ich nicht meinen Kindheitsträumen gefolgt bin, weil ich mittlerweile weiß, dass sie für mich nichts gewesen wären. Deswegen für mich Lektion Nummer 1, fang einfach an. Du kannst dich nicht selbst finden, nur durch Nachdenken. Du musst es machen, du musst es fühlen und dann erst erfahren. Das führt mich dann auch gleich schon zu Lektion Nummer 2, wo du dich fragen solltest, ob du überhaupt deine Passion zu deinem Beruf machen willst. Für mich war 2011 ein wichtiger Meilenstein, weil ich das erste Mal einen bezahlten Job bekommen hatte. Das war für mich lange Zeit unglaublich, dass jemand für meine Sachen, die ich gerne tue, bezahlen sollte. Warum sollte das jemand tun? Doch ein freies Projekt zu machen, aus eigener Idee und ein Projekt für einen Kunden zu machen, sind zwei ganz verschiedene Welten und das musste ich erst mit der Zeit erfahren. Und das ist der Moment, wo du realisierst, dass wenn du deine Passion beruflich machen willst, musst du ein unglaublich breites Spektrum an Wissen anhäufen. Zu der Zeit war ich unglaublich naiv, ich bin oft zu spät gekommen zu Terminen, ich habe Sachen nicht geschafft zu organisieren, ich habe nicht geschafft, Sachen abzugeben zum richtigen Zeitpunkt. Das waren einfach alles Sachen, die ich zu der Zeit noch nicht gelernt hatte, eigentlich im Grunde nichts mit meiner eigentlichen Passion zu tun hatten. Und wenn man das nicht gut aushalten kann, dann sollte man sich sehr gut überlegen, ob man schon reif ist, seine Passion wirklich ins nächste Level zu bringen. Okay, hier ist gerade die Sonne untergegangen, ist aber auch nicht weiter schlimm, weil es eigentlich ganz gut zu der Lektion passt. Und zwar, nicht jedes Video, was du machst, muss perfekt sein. Auch diese Projekte sind unglaublich wichtig, damit du in der Übung bleibst, damit du oft kreierst, damit du aus deinem Zirkel rausgehst von Perfektionismus und einfach nur ins Schaffen kommst. Es ist wie bei jeder Passion, bei jeder Kunst, du musst die Sachen tausende Mal gemacht haben, um dich wirklich so sicher zu fühlen, dass du anschließend Regeln brechen kannst. Du musst sie auswendig kennen. Und mit einer der wichtigsten Lektionen aus dieser Zeit, die ich gelernt habe, ist, dass du nicht deine Passion bist. Du bist viel mehr als das. Deine Passion ist ein Teil von dir, von deinen Interessen, von deinem Charakter und nicht andersrum. Wenn du komplett in deiner Passion aufgehst, für deine Passion lebst und alles auf deine Passion beziehst, dann bist du unglaublich angreifbar auf Kritik und auf Fehler. Weil auf einmal scheint dir jede Kritik und jeder Fehler ein Fehler an deiner Persönlichkeit und dass du nicht gut genug bist und das ist ein Weg, den ich dir nicht empfehlen würde zu gehen. Und genau diese Denkweise, dass ich dachte, dass ich nur meine Passion bin, dass ich alles auf meine Passion beziehen kann, hat mich sogar bis zum Psychologen getrieben, der mir erklären musste, dass ich nicht meine Passion bin und dass ich andere Sachen in meinem Leben habe, wie Familie, Freunde, Sport, Abenteuer, die mich als Person definieren und dass meine Passion nur ein Teil von meiner Persönlichkeit ist und meine Persönlichkeit nicht nur an diesem einen Faden vom Filmemachen abhängt. Ziemlich wichtige Lektion. Sobald du deine Passion zu deinem Beruf machst, wirst du unwiderruflich mit dem Thema Druck konfrontiert werden. Also, wie gehe ich als professioneller Künstler mit Druck um? Ein wichtiger Faktor, um mit Druck umzugehen, sind Limits und Begrenzungen. Was im Grunde ein positiver Nebeneffekt ist von Aufträgen, ist, dass du meistens durch Budget, durch Zeit und durch Abgabetermine begrenzt bist. Spätestens jetzt solltest du einsehen, dass nicht jedes Projekt perfekt sein kann und dass es besser ist, es abzuschließen, anstatt es ewig hinzuhalten. Also gibt es ein schönes Sprichwort, das heißt, done is better than perfect. Ein abgeschlossenes Projekt ist besser als ein perfektes, nicht abgeschlossenes Projekt. Eine andere wichtige Lektion im Umgang mit Stress ist Teamwork. Die meisten genialen Dinge sind meistens nicht geschaffen worden von einzelnen Personen, sondern von gut funktionierenden Teams, die zusammenarbeiten und eine Vision realisieren. Das hilft einerseits, den Druck aufs ganze Team zu verlagern und hilft jedem Einzelnen, sich mehr auf seinen Teilbereich zu konzentrieren. Auch ist der Prozess, im Team zu arbeiten, wichtig für den Künstler, der das erste Mal seine Vision äußern muss. Denn nur wer seine Vision klar ausdrücken kann und sie auch begründen kann, der schafft es, dass alle im Team an der gleichen Vision arbeiten und nicht jeder für sich an seiner Vision. Und aus meiner Erfahrung weiß ich, dass die meisten Projekte nicht scheitern an einem Mangel an Ideen oder Visionen, sondern einfach an reiner Misskommunikation und die Probleme, die daraus auftreten. Deswegen lerne so früh wie möglich, deine Vision klar zu kommunizieren. Eine weitere wichtige Lektion im Umgang mit Druck ist zu realisieren, dass der erste Entwurf immer sein wird. Ich bin unglaublich froh, dass ihr nicht den ersten Entwurf dieses Videos seht. Du darfst einfach keine Angst haben vor Klischees, sonst würdest du gar nicht anfangen. Du musst die Klischees machen, du musst sie überwinden und erst dann kannst du wirklich originell sein.
Und wenn du wirklich ehrlich bist mit dir selbst und realisierst, dass du am Ende bist, du hast keine Kraft mehr, es gibt zu viel Resistenzen, dann ist es einfach Zeit, einen Schritt zurück zu machen, eine kleine Pause einzulegen, genau wie ich es jetzt machen werde, weil ich einfach nur verschwitzt bin und einfach nicht mehr kann. Okay, soweit also zum Thema Pausen machen. Gehen wir weiter zum nächsten Thema, Originalität und warum du Originalität vergessen musst. Es gab die Zeit in meinem Leben, wo ich mir sehr viel Gedanken gemacht habe um das Thema Originalität. Ich wollte unbedingt was Originelles schaffen, etwas Einzigartiges, was noch nie da gewesen ist. Wer zu viel über Originalität und Einzigartigkeit nachdenkt, der kann schnell vergessen, dass es Originalität eigentlich nicht gibt. Originalität besteht eigentlich nur darin, verschiedene Teilbereiche zu verbinden, die es bis dahin noch nicht gegeben hat. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass die originellsten Sachen, wie sie andere Leute genannt hatten, eigentlich nur verschiedene Interessen von mir beinhalten, das meistens mit Philosophie, Humor und Rhythmus zu tun hat. Aber genau um diese Originalität zu schaffen, muss man sich für verschiedene Sachen interessieren. Man muss seine Interessen zulassen, man darf kein schlechtes Gewissen haben, einfach mal Zeit zu verschwenden mit neuen Ideen, mit neuen Themen, die man bisher noch nicht kannte, weil vielleicht ist es ja wirklich so, dass dieses Interesse verschmilzt mit deinen anderen Interessen und dann zu etwas ganz Neuem wird. Und wie schon vorher gesagt, du bist nicht ein Teil deiner Kunst, sondern deine Kunst ist ein Teil von dir. Das heißt, du musst immer versuchen, an dir zu arbeiten, an deinen Interessen, an deinen Persönlichkeiten. Denn im Grunde ist es ganz einfach. Interessante Menschen mit interessanten Hobbys machen interessante Dinge. Und diesen Interessen Zeit zu lassen, ist auf keinen Fall Zeitverschwendung. Zeitverschwendung wäre meiner Meinung nach, den Interessen nicht nachzugehen, weil dann entstehen generische, unoriginelle Dinge, die man irgendwo gesehen hat und die man eigentlich gar nicht selber feiert. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Originalität ist das Zuhören und das Beobachten. Wenn du gut zuhörst, gut beobachtest, dann fallen dir überall kleine Besonderheiten auf oder kleine Geschichten, die sich lohnen zu notieren und auf die man später dann zurückgreifen kann. In meinem Fall geht es meistens so, dass wenn ich einen Auftrag bekomme für Musikvideos oder Werbespots, dass ich einfach in meine Notizen schaue, verschiedene Inspirationen anschaue. Und wirklich in den meisten Fällen habe ich schon eine Notiz gemacht, die dann sozusagen die Grundlage für mein Drehbuch wird. Soweit zum Thema Originalität. Jetzt eine wichtige Lektion aus dem letzten Jahr, die ich erfahren habe. Und zwar, hör auf deine Mama. Also ich habe die Erfahrung oft genug gemacht und ich glaube, du hast die Erfahrung auch gemacht, dass es diese perfekten Tage gibt, die offensichtlich perfekt sind, aber irgendwas ist falsch. Du bist zu müde, du bist unausgeruht, du bist gestresst. Irgendwie kannst du den Tag nicht genießen, wie er wirklich sein sollte. Und das hing bei mir viel zusammen mit Schlafen, Essen und Training. Lange Jahre hatte ich einfach komplett keinen Schlafrhythmus. Ich bin jeden Tag verschieden schlafen gegangen, ich bin jeden Tag zu anderen Zeiten aufgestanden. Diese ganze Vision von dem Künstler, der die ganze Nacht durcharbeitet und keinerlei Rhythmus hat und sich aus der Welt nimmt, ist von mir sehr, sehr toxisch. Es gibt dir das Gefühl, dass der Künstler rein für seine Sache lebt und sowas wie Schlaf, Essen, Bewegung für den Künstler nicht weiter relevant sind. Doch wie gesagt, finde ich das alles ziemlich toxisch, weil es verzerrt ein bisschen das Bild und es vergisst ein wenig, dass wir alles nur Säugetiere sind, die gewisse biologische Grundvoraussetzungen haben, damit sie richtig funktionieren können. Das heißt für mich, wer nicht richtig schläft, wer die falschen Sachen isst, wer sich wenig bewegt, der tut sich sehr, sehr schwer, konstant kreativ zu sein und auch das gerne zu tun. Ich kann es aus meinem letzten Jahr beschreiben, dass sobald ich meinen Schlafrhythmus und meinen Essensrhythmus stabilisiert habe, habe ich mich einfach viel, viel leichter getan, konstant zu produzieren, kreativ zu sein und auch gerne kreativ zu sein. Also, so wie die Mama immer schon gesagt hat, hör auf deine Gefühle, nimm dich ernst, wenn du dich überarbeitet fühlst, mach eine Pause. Du musst für dich einfach einen Workflow finden, den du langfristig aufrechterhalten kannst. Es macht keinen Sinn, sich für ein Projekt komplett auszubrennen und danach nichts mehr kreieren zu können. Also wie gesagt, respektier deine Gesundheit, versuch nicht durchs Leben zu sprinten. Es macht keinen Sinn, seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen für kurzfristige Erfolge. Und zum Ende hin, die wahrscheinlich mit wichtigste Lektion für mich und überhaupt ist, vergiss nicht, den Prozess zu genießen. Es bringt dir gar nichts, auf ein Ziel hinzuarbeiten, wo der Prozess dir nicht gefällt und wo die Probleme, die dir auf dem Weg entgegenkommen, einfach nicht für dich lösbar sind. Das ist eine interessante Idee aus dem Buch von Mark Manson, das heißt The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Und in dem Buch geht es vor allem darum, dass du deine Ziele danach beurteilst, wie gut dir der Prozess dahin gefällt. Mir gefällt Filmemachen genau deswegen so gut, weil ich mich mit so vielen Themen befassen kann, weil ich mich für alles interessieren darf, dass alles, was mich interessiert, in meine Arbeit zurück reinfließt, dass ich zusammen mit Leuten im Team Sachen erschaffen kann, dass ich mich immer wieder neuen Herausforderungen stellen kann und dass es immer wieder neue Hürden gibt, denen ich mich stellen kann. Und genau deswegen ist das Ziel des Filmemachers für mich so passend, weil genau diese Art von Weg mir so unglaublich gut gefällt. Und genau damit du diesen Weg auch wirklich genießen kannst, geht es darum, dir Zeit zu lassen. Nimm dir die Zeit, dich zu entwickeln. Erwarte nicht, dass du mit 18 den nächsten Blockbuster oder den nächsten Hitchcock-Film rausbringst. Gute Dinge brauchen einfach viel Zeit. Du musst viel experimentieren, du musst viel versuchen, du musst oft scheitern.
Denn wie du vielleicht schon gesehen hast, auch bei meiner Erfahrung ist, dass Kreativität kein linearer Prozess ist. Du wirst nicht von A bis Z geradlinig durchgehen. Du wirst Fehler machen müssen, du musst Umwege gehen, du musst dich verlaufen, du musst dich verlieren. All das gehört hinterher dazu, um deine Vision zu finden. Es wird Momente geben, wo du nicht verstehst, was gerade passiert. Du wirst verwirrt sein, du wirst die Lektionen nicht sofort verstehen. Doch genau das gehört eben mit dazu. Das Wichtigste dabei ist einfach nur, konstant die Augen offen zu halten, versuchen zu verstehen, warum diese gewissen Sachen so passieren, versuchen zu verstehen, was dich interessiert. Einfach nur konstant offen und neugierig zu bleiben fürs Leben. Aber man muss einfach realisieren, dass man bei den ganzen Spielen nicht gewinnen kann. Es gibt keinen Moment, wo du es geschafft hast, wo auf einmal eine Glocke klingelt und du sagst, du hast das Leben gewonnen. Deswegen ist es ja auch im Grunde ganz egal, wo du hinter landest, solange du nur den Prozess genossen hast. Deswegen sollte man auch nicht vergessen, dass Erfolg nicht zu jedem Preis wünschenswert ist. Möchte ich der beste Filmemacher der Welt werden, wenn ich dafür meine Familie, meine Freundschaft, meine Gesundheit opfern würde? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Deiner Passion nachzugehen oder das Leben zu leben, ist im Grunde immer nur ein Abenteuer. Du weißt nie, wohin es dich führt, aber im Grunde willst du das auch gar nicht ganz genau wissen. Was wäre denn ein Abenteuer, wenn du schon weißt, wie es ausgeht? Okay, ich muss hier nochmal kurz einhaken. Und zwar, nachdem ich das Projekt über die letzten Monate hinweg immer wieder und wieder angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass eine Sache, die im Grunde das Fundamentalste darstellt, etwas zu kurz gekommen ist. Wenn ich zurückschaue auf meine Geschichte, habe ich gewisse wiederkehrende Muster erkannt, die einem erst mit genügend Distanz auffallen. Ich hatte die ersten 2-3 Jahre alleine aus dem Grund Filme gemacht, da es mir einfach nur Spaß gemacht hat. Das klingt fürs erste Jahr super, aber es führt zu gewissen Problemen. Und zwar stiegen der Schwierigkeitsgrad und die Erwartungen sehr schnell an, während das Spaßlevel im Grunde gleich geblieben ist oder mit der Zeit sogar ein bisschen sank. Dieser Weg führt unwiderruflich zum Ausbrennen deiner Passion. Und das ist ein gefährliches Pflaster, wenn deine ganze Karriere nur auf Passion aufbaut. Kurzfristig kann man diese Motivationstiefpunkte überbrücken mit neuen Equipment, größeren Kunden etc. Aber auf lange Sicht muss man früher oder später ein Warum finden. Anfänglich kann es reichen, es sich selbst oder anderen zu beweisen oder Erfolg durch Geld zählbar zu machen. Doch irgendwann musst du, um wirklich deine Passion zu meistern, an etwas Größeres als dich selber glauben. Sonst bleibt deine Passion im Grunde immer leer. Und deinen persönlichen Glauben kannst du auch nicht erfinden. Du musst ihn aus deinen Erfahrungen begründen. Denn Sinn ist immer nur das, was sich für dich als Sinn anfühlt. Also musst du dich fragen, was gibt deinem Leben Sinn? Ist es familiärer Zusammenhalt? Ist es Erhalt von Natur? Ist es Gesundheit oder Sport? Ich für meinen Teil weiß, dass für mich immer die Idee im Zentrum stand. Das kann ich durch meine Erfahrung begründen, da gewisse philosophische Ideen mein Leben immens verändert und bereichert haben. Und daher ist mein Filmemachen und Schaffen immer gekoppelt an das Weitergeben von Ideen, die das Leben anderer besser machen. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und konnte ein bisschen Einsicht geben in mein Leben und vielleicht könnt ihr daraus einige Lektionen für euch auch ziehen, wie man mit seiner Passion umgeht, wie man umgeht, mit seiner Passion zur Berufung zu machen. Und logisch gibt es zu dem Thema noch tausende andere Sachen, die man lernen kann, über die man reden kann, aber das würde ich gerne mit euch persönlich besprechen. Ich bin sicher noch weit entfernt davor, irgendwie am Ende der Reise zu sein, doch wenn du glaubst, dass ich dir irgendwie helfen kann in irgendeinem Teilbereich von Kreativität oder Philosophie, dann lass es mich gerne wissen. Ich diskutiere super gerne um diese Sachen und wenn ich dir helfen kann, dann umso besser.